Ja, das müssen wir natürlich einordnen. Tun wir auch mit. Professor Klaus Stöhr ist Virologe und Epidemiologe. Ich grüße Sie ganz herzlich und auch ehemals WHO-Pandemiebeauftragter. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag, Frau. Wie verbreitet ist Mpox/Affenpocken denn in Deutschland? Von wie vielen Fällen sprechen wir hier? Gibt es da eine Übersicht? Also in Deutschland ist noch keiner der Fälle, die jetzt beunruhigend berichtet wird, über die beunruhigend berichtet wird, dass Afrika eingeschleppt worden. Das Risiko einer Einschleppung nach Europa ist auch relativ gering. Die WHO hat ja hier betont, dass man so eine Lage erst dann ausruft, wenn die Gefahr besteht, dass sich eine regional vorkommende Seuche auch global ausbreiten könnte. Das ist jetzt der Fall. Die normalerweise im Kongo vorkommende Erkrankung und auch einigen anderen afrikanischen Ländern hat sich jetzt nach Osten weiter ausgebreitet, Richtung Ruanda, Uganda, Burundi, vor allen Dingen im Kongo. Und jetzt besteht die Gefahr natürlich auch, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Und wenn das passieren könnte, dann sollte die Weltgemeinschaft vorbereitet sein. Deswegen hat man diese Notlage jetzt ausgerufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Virus jetzt ausbreitet Richtung Europa, Nordamerika und so weiter, bleibt weiterhin gering, aber man möchte halt vorbereitet sein. Bringt denn dieses Ausrufen der Notlage durch die WHO für die deutschen Behörden, die sozusagen verantwortlich sind, ein solches Einschleppen komplett zu verhindern oder wenn es denn da ist, zu handeln, irgendetwas mit sich, was jetzt gemacht werden muss? Ja, das würde dann der Fall sein, wenn man nicht auf dem neuesten Stand der Erkenntnisse ist, wenn die Labortechnologie nicht richtig festgesetzt wäre, wenn wenn das Fachwissen nicht vorhanden wäre. Aber Deutschland ist hier gut vorbereitet, so wie viele andere europäische Länder auch. Also es geht hier darum, sicherlich Aufmerksamkeit zu erregen, vor allen Dingen sicherlich politisch. Die Bekämpfung in Afrika kostet Geld. Hier gibt es auch Impfstoffmangel und da braucht man natürlich internationale Aufmerksamkeit. Da braucht man Geberländer, die sich hier mit einschalten. Und deswegen hat man das jetzt gemacht, aber nicht vergessen, 2022 ist es schon zu einem sehr weit verbreiteten Ausbruch gekommen, wo viele europäische Länder auch betroffen waren. Das möchte man jetzt, das hat man jetzt im Hinterkopf, das möchte man verhindern, indem man in Afrika bekämpft. Über 17.000 Fälle, die haben das schon gezeigt, sind viele Kinder auch betroffen, es kommen auch Todesfälle vor. Man kriegt das Virus ja auch nicht mehr weg. Man kennt das Reservoir nicht, dieses Mpox-Virus. Es könnten Nager sein, die dann über vielleicht Affen, die dann gejagt werden, gegessen werden, jetzt die Infektion zum Menschen bringen. Beim Menschen gibt es seltene Weiterverbreitung. Das war in der Vergangenheit so. Jetzt gibt es doch mehr Ausbrüche. Es ist auch ein Virus jetzt prävalent, also mehr vorgekommen, das ein bisschen stärkere Krankheitserscheinungen hervorruft. Also all das hat zusammengepasst. Deswegen hat man der WHO gesagt, aufpassen weltweit, bereitet euch vor. Aber das Risiko, dass das Virus nach Europa, in die USA, woanders hinkommt, bleibt gering. Und wenn es tatsächlich passieren würde, kann man das auch relativ gut unter Kontrolle behalten. Was wären denn erste Symptome für diejenigen, die jetzt am Fernseher sitzen und vielleicht doch so ein bisschen hypochondrisch schon denken, oh mein Gott, was mache ich, wenn es mich erwischt? Also erstmal muss man Kontakt haben mit jemandem, der krank ist. Der hat dann, das sind die Symptome, beginnt mit einem Fieber, Unwohlsein, Mattigkeit, Abgeschlagenheit, dann schwellen die Lymphknoten an. Das ist eine normale Reaktion auf jede Virusinfektion. Hat auch schon jeder gehabt, so eine Virusinfektion. So fängt eine Herpesinfektion an oder auch mal eine Atemwegserkrankung. Und dann in der zweiten Phase ist dann die Haut betroffen, wo dann kleine Bläschen entstehen können an den Händen, am Oberkörper, an den Beinen, Füßen, auch mal im Mund, bei der anderen Virusvariante, die jetzt da zirkuliert, auch in den Genitalien häufiger. Also alles das dauert ein Weilchen, dauert einige Tage und die Bläschen bleiben dann auch relativ lang. Und erst wenn die wirklich abgeheilt sind, dann sinkt auch das Risiko, dass man das Virus weitergibt. Also das zieht sich über einen längeren Zeitraum hin. Diese Fieberzacke ganz zu Anfang ist das, was eben sehr unspezifisch ist, kann bei so viele Erkrankungen auftreten. Aber wenn danach Läsionen auftreten, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt anrufen, das beschreiben und dann auch hingehen. Herr Professor Stöhr, besten Dank für diese ganzen Informationen. Sehr gern.